Hallo meine Lieben! Schön, dass Sie heute wieder in meiner kleinen Küche sind. Machen Sie es sich gemütlich, denn heute bereiten wir ein ganz besonderes Gericht zu. Wir beginnen mit dem einfachsten Schritt. 2 frische Eier. Ich schlage sie in eine Schüssel. Das satte Gelb mischt sich sofort mit dem klaren Eiweiß. Mit einem Schneebesen oder einer Gabel schlage ich die Eier auf, bis eine gleichmäßige Masse mit kleinen Bläschen entsteht. Ich liebe diesen Moment. Langsam entsteht nicht nur eine Bindung für unser Gericht, sondern eine Art cremiges Kissen, das sich später zwischen den Schichten ausbreitet. Jetzt kommt der Star des Tages, die Aubergine. Ich wähle eine große, feste Frucht ohne Flecken oder weiche Stellen. Dann schneide ich sie in gleichmäßige Ringe, nicht zu dick, nicht zu dünn, etwa einen Finger breit. Saubere Schnitte lassen das Gericht später auch optisch richtig schön aussehen. Und während ich so schneide, verraten Sie mir doch, aus welchem Land und welcher Stadt schauen Sie gerade zu? Schreiben Sie es unbedingt in die Kommentare. Ich finde es immer faszinierend zu lesen, wenn jemand in Deutschland, Italien oder sogar am anderen Ende der Welt mitkocht. Die Auberginenscheiben bestreue ich großzügig mit Salz. Das zieht nicht nur überschüssige Flüssigkeit heraus, sondern nimmt auch die leichte Bitterkeit. Ich lege sie beiseite und lasse das Salz ein paar Minuten arbeiten. In dieser Zeit bereiten wir unsere aromatische Basis zu, die Soße. Ich nehme eine mittelgroße Zwiebel, schneide die Enden ab, ziehe die Schale ab und würfle sie fein. Die Zwiebel ist hier entscheidend. Sie gibt der Soße eine sanfte Süße und Tiefe. In einer Pfanne erhitze ich etwas Pflanzenöl und lasse die Zwiebelwürfel hineingleiten. Bei mittlerer Hitze brate ich sie, bis sie erst glasig und dann goldgelb werden. Jetzt kommen die Tomaten. Ich nehme Dosentomaten, am besten geschälte. Falls sie noch ganz sind, zerdrücke ich sie direkt in der Pfanne mit einem Löffel zu einem groben Püree. Die Soße soll nicht zu dünn sein. Ein paar Stückchen dürfen ruhig drin bleiben. Das gibt Charakter. Zeit zu würzen. Getrockneter Basilikum für das sonnige, mediterrane Aroma, eine Prise schwarzer Pfeffer, etwas getrockneter Knoblauch und natürlich Salz. Alles gut verrühren, die Hitze leicht reduzieren und die Soße etwa 5 Minuten sanft köcheln lassen. Sie wird jetzt dicker, aromatischer und perfekt zum Schichten. Die Soße ist fertig. Ich stelle die Pfanne beiseite und lasse sie etwas abkühlen. Jetzt widmen wir uns wieder den Auberginen. Ich tupfe die Scheiben mit Küchenpapier trocken, um die Feuchtigkeit zu entfernen. In einer zweiten Pfanne erhitze ich etwas Öl und lege die Auberginenringe hinein. Das leise Zischen, wenn sie den heißen Pfannenboden berühren, ist für mich Musik. Jede Scheibe bekommt ein paar Minuten pro Seite, bis sie goldbraun und außen leicht knusprig ist, während das Innere weich und saftig bleibt. Wenn alle Scheiben gebraten sind, lege ich sie auf einen Teller und lasse sie kurz ruhen.
Nun reibe ich den Käse auf der feinen Seite der Reibe, damit er sich später leicht zwischen den Schichten verteilt und schön schmilzt. Jetzt kommt der schönste Teil, der Aufbau. Ich lege den Boden einer runden Auflaufform mit Backpapier aus. Zuerst kommt eine Schicht Auberginen, dicht an dicht, wie Dachziegel. Darauf etwas von unserer duftenden Tomatensoße. Dann eine Handvoll Käse. Wieder Auberginen, Soße, Käse und so weiter, bis die Form gut gefüllt ist. Zum Schluss gieße ich die verquirlten Eier gleichmäßig über das gesamte Gericht. Sie laufen zwischen die Schichten und sorgen dafür, dass im Ofen alles sanft verbunden wird und eine zarte, fast cremige Konsistenz bekommt. Die Form kommt in den vorgeheizten Ofen, 20 Minuten bei 200 Grad. Probieren Sie dieses Rezept unbedingt aus. Schreiben Sie mir in die Kommentare, wie es Ihnen gefallen hat und erzählen Sie mir, welche Variationen Sie vielleicht ausprobieren würden. Mit Mozzarella, Feta oder einer kleinen Prise Chili. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, damit Sie kein neues Rezept verpassen.